Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ökonomie der Ungleichheit von Thomas Piketty ist eine kompakte, klarsichtige Einführung in eines der drängendsten Themen unserer Zeit. Als renommierter Ökonom hat Piketty die Debatte über Vermögens- und Einkommensverteilung weltweit geprägt. In dieser schlanken, zugänglichen Darstellung entwirft er ein präzises Bild davon, wie Ungleichheit entsteht, sich reproduziert und welche politischen sowie institutionellen Hebel es gibt, um sie demokratisch zu gestalten. Das Buch schließt eine wichtige Lücke zwischen wissenschaftlicher Forschung und öffentlicher Verständlichkeit. Es verzichtet auf unnötigen Jargon, bleibt jedoch analytisch, scharf und empirisch fundiert. Piketty zeigt, dass Ungleichheit kein naturgegebenes Schicksal ist, sondern das Ergebnis von Regeln, Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Entscheidungen. Dabei verknüpft er historische Entwicklungen mit aktuellen Daten, erläutert zentrale Konzepte wie Kapitalrendite, Wachstumsraten, Erbschaften und progressive Besteuerung und bettet sie in eine verständliche Argumentation ein. Besonders wertvoll ist die Betonung von Messmethoden und Datenqualität. Denn nur mit sauberer Evidenz lassen sich überzeugende Schlussfolgerungen und tragfähige Reformen entwickeln. Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die schnell, aber fundiert verstehen möchten, warum Ungleichheit in vielen Ländern seit den 1980er Jahren wieder zunimmt, welche Konsequenzen dies für Demokratie, Wirtschaftsdynamik und sozialen Zusammenhalt hat und welche Handlungsmöglichkeiten bestehen. Es dient als verlässlicher Kompass für Studierende, politisch Interessierte, Medienschaffende, Praktikerinnen und Praktiker in Verwaltung, Verbänden und Unternehmen. Wer einen klaren Einstieg sucht, der analytische Tiefe mit politischer Relevanz verbindet, findet hier eine hervorragende Orientierung, die zum Weiterdenken und Handeln anregt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Historische Linien der Ungleichheit und ihre Brüche. Ein zentrales Anliegen des Buches ist die historische Einordnung der Ungleichheit. Piketty zeigt, dass sich Verteilungsverhältnisse nicht linear, sondern in Wellen bewegen. In der vorindustriellen und frühindustriellen Zeit dominierte eine stark hierarchische Vermögensordnung, geprägt von Grundbesitz, Erbprivilegien und geringer sozialer Mobilität. Kapital war überwiegend Land- und Immobilienvermögen, verknüpft mit politischer Macht und rechtlicher Absicherung. Mit der Industrialisierung verschob sich das Gewicht hin zu Unternehmensanteilen und Finanzvermögen, doch die Grundstruktur blieb zunächst patrimonial. Vermögen konzentrierte sich in wenigen Händen, während breite Bevölkerungsschichten mit niedrigen Löhnen auskommen mussten. Einen tiefen Einschnitt brachten die politischen und wirtschaftlichen Erschütterungen des 20. Jahrhunderts. Weltkriege, Inflation und Krisen verwerteten große Vermögen. Progressiv ausgestaltete Steuersysteme begrenzten Spitzenvermögen und Einkommen, und der Ausbau des Wohlfahrtsstaates stärkte die unteren und mittleren Schichten. Die Nachkriegsjahrzehnte waren in vielen Ländern gekennzeichnet durch inklusives Wachstum, steigende Reallöhne, Bildungsexpansion und einen im internationalen Vergleich geringeren Grad an Ungleichheit. Institutionen wie Tarifverhandlungen, Mitbestimmung und soziale Sicherungssysteme stabilisierten diese Phase. Ab den späten 1970er und 1980er Jahren setzte ein neuer Trend ein. Deregulierung, Finanzialisierung, sinkende Gewerkschaftsmacht und die Senkung der Spitzensteuern begünstigten erneut eine Konzentration von Einkommen und Vermögen. Globalisierung und technologischer Wandel brachten Effizienzgewinne, verteilten sie jedoch ungleich. Spitzengehälter stiegen, Kapitalerträge profitierten, während mittlere und untere Einkommen in vielen Ländern nur langsam wuchsen. Parallel dazu gewann Erbschaft wieder an Bedeutung und vermögensgetriebene Ungleichheit nahm zu. Piketty macht deutlich, dass diese Phasen kein Zufall sind. Sie spiegeln politische Entscheidungen und Regelwerke wider, etwa Steuerpolitik, Bildungssysteme, Eigentumsrechte, Arbeitsmarktregeln und internationale Koordination. Historische Brüche entstehen, wenn Krisen oder soziale Bewegungen neue Koalitionen und Ideen hervorbringen. Die Lektion lautet, dass Verteilung
nicht nur ein Ergebnis der Märkte ist, sondern Ergebnis demokratisch gestaltbarer Institutionen. Damit liefert die historische Perspektive einen nüchternen Realismus. Ungleichheit ist veränderbar, aber nur, wenn Gesellschaften bereit sind, Regeln zu überprüfen, Daten ernst zu nehmen und die langfristigen Wirkungen von Reformen abzuwägen. Zweitens. Kapital, Einkommen und die Dynamik von Rendite und Wachstum. Im Kern der Analyse steht die Beziehung zwischen Kapitalrenditen und wirtschaftlichem Wachstum. Piketty argumentiert, dass in vielen historischen Konstellationen die durchschnittliche Rendite auf Kapital über der langfristigen Wachstumsrate der Wirtschaft lag. Dies begünstigt die Akkumulation von Vermögen schneller als die Zunahme von Einkommen aus Arbeit. Wenn Ersparnisse und Erbschaften sich mit hohen Renditen mehren, wächst die Vermögenskonzentration und kann die Einkommensverteilung dominieren. Kapital ist dabei nicht auf Finanzvermögen beschränkt. Es umfasst Immobilien, Unternehmensanteile, geistiges Eigentum und produktive Anlagen. Sein Ertrag kann Dividenden, Mieten, Zinsen oder realisierte Kursgewinne umfassen. Entscheidend ist die strukturelle Möglichkeit, Erträge wieder anzulegen, wodurch der Zinseszinsmechanismus Vermögen über Generationen vergrößert. Ein hoher Vermögensstock wirkt wiederum politisch und ökonomisch, etwa durch Einfluss auf Regeln, Märkte und Narrativen über Leistungsfähigkeit und Verdienst. Demgegenüber stehen Arbeits- und Unternehmenseinkommen, die stärker von Nachfrage, Produktivität, Qualifikationen und institutionellen Rahmenbedingungen abhängen. Technologischer Wandel kann die Nachfrage nach Qualifikationen verschieben und Löhne spalten. Doch Piketty zeigt, dass diese Prozesse nicht automatisch zu hoher Ungleichheit führen müssen. Ob technologische Erneuerung inklusiv wirkt, hängt von Bildung, Arbeitsmarktregeln, Wettbewerbspolitik und der Besteuerung von Kapitaleinkommen ab. Wenn die Kapitalrendite strukturell über der Wachstumsrate liegt, kann langfristig eine patrimoniale Gesellschaft entstehen, in der Erbschaften dominieren. Piketty warnt jedoch vor deterministischen Lesarten. Politische Interventionen, Inflation, Kriege, Rezessionen und vor allem progressive Steuersysteme können das Verhältnis verschieben. Ebenso beeinflussen globale Koordination, Transparenzregeln und Bekämpfung von Steuervermeidung die effektive Rendite nach Steuern. Je stärker Staaten in der Lage sind, Kapitaleinkommen fair zu erfassen und Bildung sowie Innovation breit zu fördern, desto eher lassen sich inklusive Pfade erreichen. Die Dynamik von Kapital und Einkommen verweist also auf Gestaltungsaufgaben. Es geht nicht darum, Kapital grundsätzlich zu verteufeln, sondern seine Erträge so einzubetten, dass wirtschaftliche Dynamik, Chancengerechtigkeit und demokratische Legitimität zusammenpassen. Piketty liefert dafür ein analytisches Raster, das Einzelfälle vergleichbar macht und politische Optionen systematisch ordnet. Drittens. Messen, Daten und Evidenz. Wie wir Ungleichheit verlässlich erfassen. Ein besonderes Gewicht legt Piketty auf die Messung von Ungleichheit. Denn ohne robuste Daten bleiben Debatten anfällig für Anekdoten und ideologische Verzerrungen. Er diskutiert verschiedene Indikatoren und ihre Aussagekraft. Häufig genutzt werden Gini-Koeffizient, Anteil der obersten 10 oder 1% an Einkommen bzw. Vermögen sowie die Entwicklung von Median und Durchschnitt. Jeder Indikator beleuchtet einen anderen Aspekt. Der Gini fasst die Gesamtdisparität zusammen, während Top-Anteile sichtbar machen, wie stark die Spitze vom Rest abgekoppelt ist. Der Median hilft, die Lage der Mitte zu verstehen, die oft politisch besonders relevant ist. Wichtige Datenquellen sind Steuerstatistiken, volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Haushaltsbefragungen und Vermögensbilanzen. Piketty und Kolleginnen haben Steuerdaten historisch rekonstruiert, um lange Zeitreihen zu erhalten. Diese Methode hat Stärken und Schwächen. Sie erlaubt Einblicke in die Spitze der Verteilung, die in Befragungen unterrepräsentiert ist, kann aber unter Steuervermeidung, Ausweichreaktionen und rechtlichen Änderungen leiden. Deshalb ist Triangulation entscheidend. Steuerdaten werden mit Umfragen, Nationalkonten und Spezialstudien abgeglichen. Bei Vermögen ist die Messung besonders heikel.
Nicht deklarierte Auslandsvermögen, private Unternehmensanteile, Kunst, Stiftungen oder Trusts sind schwer zu erfassen. Marktpreise schwanken und Bilanzierungsregeln unterscheiden sich. Piketty betont die Bedeutung internationaler Kooperation und Transparenzstandards, um Datenlücken zu schließen. Fortschritte bei automatischem Informationsaustausch, Registertransparenz und der Erfassung von wirtschaftlich Berechtigten sind zentrale Schritte. Ein weiterer Punkt ist die Unterscheidung zwischen Brutto und Netto, zwischen Vor- und Nachsteuern, zwischen Primärverteilung und Umverteilung. Politiken können die Nachsteuerverteilung deutlich verändern. Ebenso relevant ist der Übergang von Einkommens- zu Vermögensmaßen, denn Vermögen beeinflusst Macht, Sicherheit und Chancen über die Lebenszeit. Die Botschaft ist klar: Wer Ungleichheit verstehen und gestalten will, muss Datenqualität und Messlogik ernst nehmen. Piketty liefert Werkzeuge, um Studien zu bewerten, Fehlinterpretationen zu vermeiden und Trends richtig einzuordnen. Er zeigt, wie scheinbar widersprüchliche Ergebnisse oft auf unterschiedliche Indikatoren, Zeiträume oder Definitionen zurückgehen. Damit fördert das Buch eine evidenzbasierte Kultur, in der politische Vorschläge und öffentliche Debatten auf nachvollziehbaren Zahlen und methodischer Sorgfalt basieren. 4. Politik, Institutionen und Umverteilung. Werkzeuge gegen exzessive Ungleichheit. Piketty zeichnet eine breite Palette an politischen Instrumenten, mit denen Gesellschaften exzessive Ungleichheit begrenzen und Chancen erweitern können. Im Zentrum stehen progressive Steuern auf Einkommen, Erbschaften und Vermögen, ergänzt durch effektive Erfassung von Kapitaleinkommen. Fortschrittliche Steuersysteme haben im 20. Jahrhundert wesentlich dazu beigetragen, Spitzenkonzentrationen zu dämpfen und fiskalische Spielräume für Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung zu schaffen. Entscheidend ist die Ausgestaltung. Transparente Bemessungsgrundlagen, internationale Kooperation gegen Steuervermeidung und eine Administration, die leistungsfähig und bürgernah ist. Neben Steuern betont Piketty die Rolle öffentlicher Investitionen in Bildung entlang des gesamten Lebenslaufs, von frühkindlicher Förderung über berufliche Bildung bis zur Hochschule. Breit verfügbare, qualitativ hochwertige Bildung erhöht Produktivität, stärkt soziale Mobilität und wirkt Ungleichheit an der Wurzel entgegen. Arbeitsmarktinstitutionen wie Mindestlöhne, Tarifbindung und Mitbestimmung tragen dazu bei, die Verhandlungsmacht von Beschäftigten zu stabilisieren und den Zusammenhang zwischen Produktivität und Löhnen zu sichern. Auch Wohnungspolitik und Wettbewerbspolitik sind relevant. Steigende Mieten und Bodenpreise treiben Vermögensungleichheit und belasten Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen. Instrumente reichen von sozialem Wohnungsbau über Bodenpolitik bis hin zu Regeln gegen marktbeherrschende Stellungen. Wettbewerb fördert Innovation und verhindert, dass Monopolrenten privat abgeschöpft werden. Piketty weist auf die Bedeutung internationaler Abstimmung hin. In einer integrierten Weltwirtschaft können Kapital und hochmobile Einkommen nationalen Regeln ausweichen. Gemeinsame Standards, Informationsaustausch und Mindeststeuersätze sind deshalb Bausteine einer wirksamen Verteilungsordnung. Zugleich braucht es demokratische Legitimation. Politiken müssen nicht nur effizient, sondern auch fair und verständlich sein, damit sie dauerhaft getragen werden. Wichtig ist auch die Balance. Politik soll Dynamik nicht ersticken, sondern Erträge der Dynamik breiter teilen. Das Leitmotiv lautet: Chancen zu öffnen und exzessive Konzentration zu begrenzen. Richtig kalibriert können progressive Systeme Innovation, Unternehmertum und Investitionen fördern, weil sie Unsicherheit senken, Nachfrage stabilisieren und Vertrauen stärken. Piketty liefert hierfür keine schematischen Patentrezepte, sondern evidenzbasierte Orientierungen, die Länder je nach Kontext kombinieren können. Schließlich Globalisierung, Technologie und die Zukunft gerechter Verteilung. Die jüngsten Jahrzehnte sind von Globalisierung, Digitalisierung und rasanter technologischer Erneuerung geprägt. Piketty ordnet diese Treiber in die Verteilungsdebatte ein. Technologischer Wandel kann die Nachfrage nach Qualifikationen verschieben und zu Lohnpolarisierung führen.
Superstar-Effekte in digitalen Märkten und Netzwerkeffekte erzeugen hohe Konzentration von Gewinnen in wenigen Unternehmen. Finanzialisierung und grenzüberschreitende Kapitalflüsse erhöhen Mobilität, aber auch die Möglichkeit, Steuerlast zu minimieren. Gleichzeitig hat Globalisierung hunderte Millionen Menschen aus extremer Armut gebracht, vor allem in aufstrebenden Volkswirtschaften. Die Frage ist, wie man globale Effizienzgewinne in nationalen und internationalen Ordnungen so übersetzt, dass breite Schichten profitieren. Piketty diskutiert Optionen, um Inklusivität zu sichern. Dazu gehören Investitionen in digitale und grüne Infrastruktur, öffentliche Forschung, lebenslanges Lernen und Anerkennung nicht-akademischer Bildungswege. Wettbewerbspolitik muss auf Plattformmärkte zugeschnitten sein, damit Marktmacht begrenzt und Innovation gefördert wird. Steuerpolitisch sind Transparenzregister, automatischer Informationsaustausch und Mindestbesteuerung Bausteine, die Kapitaleinkommen erfassbar machen. Eine koordinierte Erbschafts- und Vermögensbesteuerung kann verhindern, dass Vermögen sich immer stärker von Leistung entkoppelt. Auch die Klimatransformation ist ein Verteilungsthema. Ohne soziale Abfederung können CO2-Preise regressiv wirken. Mit zielgenauer Rückverteilung, Investitionen in Gebäudesanierung, Mobilität und Energieeffizienz sowie regionaler Strukturpolitik lässt sich Klimapolitik sozialverträglich gestalten. Piketty betont, dass gerechte Politik langfristig stabiler ist, weil sie Akzeptanz schafft. Schließlich greift das Buch die normative Dimension auf. Verteilung ist nicht nur eine technische Frage, sondern betrifft Gerechtigkeit, Würde und demokratische Teilhabe. Wenn Vermögen politische Macht unverhältnismäßig bündelt, gerät die Legitimation demokratischer Entscheidungen unter Druck. Inklusive Verteilung stärkt Vertrauen, soziale Kohäsion und die Fähigkeit, kollektive Zukunftsaufgaben zu lösen. Die Zukunft gerechter Verteilung hängt daher von institutioneller Kreativität, internationaler Kooperation und einer Öffentlichkeit ab, die Evidenz ernst nimmt und Kompromisse eingeht. Pikettys Kompass hilft, in dieser komplexen Landschaft Kurs zu halten und Lösungen zu entwerfen, die wirtschaftliche Dynamik und soziale Gerechtigkeit verbinden. Zusammenfassend: Ökonomie der Ungleichheit ist ein ideales Buch für alle, die in kurzer Zeit eine fundierte Orientierung suchen. Studierende erhalten einen klaren Überblick über Konzepte, Daten und Debatten. Journalistinnen, politische Berater und Praktikerinnen in Verwaltung, Stiftungen oder Verbänden gewinnen einen verlässlichen Bezugsrahmen, um Befunde einzuordnen und Maßnahmen zu bewerten. Unternehmerinnen und Investoren verstehen besser, welche institutionellen Bedingungen langfristige Stabilität, Nachfrage und Innovationskraft fördern. Bürgerinnen und Bürger schließlich bekommen Werkzeuge, um politische Angebote kritisch zu prüfen und eigene Präferenzen zu schärfen. Warum dieses Buch ihr Leben bereichern kann, liegt an seiner Verbindung aus Klarheit, Evidenz und Relevanz. Wer die Mechanismen von Ungleichheit versteht, trifft klügere Entscheidungen im Beruf, bei finanziellen Weichenstellungen und im demokratischen Diskurs. Sie lernen, Daten zu lesen, Mythen zu erkennen und vermeintliche Sachzwänge als gestaltbare Regeln zu begreifen. Das stärkt Selbstwirksamkeit und Urteilsvermögen in einer komplexen Welt. Warum dieses Buch und nicht ein anderes Einführungswerk? Der Autor hat die moderne Verteilungsforschung maßgeblich mitgeprägt und verbindet historische Breite mit empirischer Strenge. Die Darstellung ist kompakt, vermeidet Ablenkung und führt direkt zu den Kernfragen. Statt ideologischer Schlagworte bietet es nachvollziehbare Argumente, räumt Messfragen großen Raum ein und zeigt, welche Politiken unter welchen Bedingungen wirken. Diese Kombination aus Kürze, Tiefe und Anwendbarkeit ist selten. Wer nachhaltige Antworten auf die Herausforderungen von Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel sucht, findet hier einen praxistauglichen Kompass. Das Buch hilft, Prioritäten zu setzen, Koalitionen zu bauen und Reformen so zu gestalten, dass ökonomische Dynamik und soziale Gerechtigkeit zusammenfinden. Eine bessere Investition in das eigene Verständnis und die demokratische Handlungsfähigkeit gibt es kaum. Wenn Sie unterstützen möchten,
Thomas Piketty, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.